Der Existenzialismus. Willst du wissen, was es bedeutet, wirklich frei zu sein? Dann lerne den Existenzialismus kennen. Was ist eigentlich Existenzialismus? Wir Menschen sind auf der Welt. Wir sind hier, ob wir wollen oder nicht. Wir haben uns nicht ausgesucht, geboren zu werden. Wir haben nicht zugestimmt, ein Leben zu führen. Diese Tatsache kann uns verunsichern und Angst machen. Wir können uns fragen, was der Sinn unseres Lebens ist. Wir können uns fragen, was wir mit unserem Leben anfangen sollen. Der Existenzialismus ist eine philosophische Strömung, die sich mit diesen Fragen beschäftigt. Der Existenzialismus geht davon aus, dass wir Menschen frei sind, unsere eigenen Entscheidungen zu treffen. Wir sind nicht dazu verdammt, ein bestimmtes Leben zu führen. Wir können unser eigenes Leben gestalten. Der Existenzialismus ist eine philosophische Strömung, die im 19. Jahrhundert entstand. Er wurde von dänischen, deutschen und französischen Philosophen wie Søren Kierkegaard, Friedrich Nietzsche und Jean-Paul Sartre begründet. Der dänische Philosoph Søren Kierkegaard war einer der Begründer des Existenzialismus. Er argumentierte, dass Wahrheit subjektiv sei. Das bedeutet, dass jeder Mensch seine eigene Wahrheit hat. Es gibt keine objektive Wahrheit, die für alle Menschen gilt. Kierkegaards Aussage hat weitreichende Konsequenzen für unser Verständnis von Wahrheit. Sie bedeutet, dass es keine absolute Wahrheit gibt, die für alle Menschen gilt. Jede Person muss selbst entscheiden, was sie für wahr hält. Hier sind einige Fragen, die wir uns stellen können, um Kierkegaards Aussage zu verstehen. Inwieweit ist meine eigene Sichtweise auf die Welt subjektiv geprägt? Wie beeinflusst meine persönliche Geschichte und Erfahrung meine Wahrnehmung der Wahrheit? Bin ich bereit, die Wahrheit anderer Menschen anzuerkennen, auch wenn sie von meiner eigenen Wahrheit abweicht? Der deutsche Philosoph Friedrich Nietzsche war ein weiterer wichtiger Vertreter des Existenzialismus. Er argumentierte, dass der Tod Gottes zum Nihilismus geführt habe. Das bedeutet, dass es keine absoluten Werte und Normen mehr gibt. Der Mensch ist auf sich selbst gestellt und muss selbst entscheiden, wie er sein Leben leben möchte. Hier ein paar Weisheiten des Philosophen Nietzsche. Es ist nicht ein Mangel an Liebe, sondern ein Mangel an Freundschaft, der unglücklichen Bund fürs Leben macht. Nietzsche betont in diesem Zitat die Bedeutung der Freundschaft bei Verheirateten. Er argumentiert, dass Liebe zwar wichtig ist, aber nicht ausreicht, um Partner glücklich zu machen.
Freundschaft ist eine weitere wichtige Komponente, die gegenseitiges Verständnis, Vertrauen und Unterstützung beinhaltet. Wenn diese Elemente fehlen, kann ein Bund fürs Leben auch bei großer Liebe unglücklich werden. Unsichtbare Fäden sind die stärksten Bindungen. In diesem Zitat spricht Nietzsche von der Bedeutung von Beziehungen, die nicht auf materiellen oder äußeren Faktoren beruhen. Er argumentiert, dass diese Beziehungen, die auf gegenseitigem Verständnis, Vertrauen und Liebe basieren, die stärksten sind. Diese Beziehungen sind oft unsichtbar, aber sie sind dennoch sehr real und wichtig. Setz dich hin, mach es dir bequem und vergiss alles um dich herum. Wir werden uns jetzt mit einem Gedicht von Friedrich Nietzsche beschäftigen, das uns dazu auffordert, unser Leben mit neuen Augen zu sehen. O Mensch! Gib acht, was spricht die tiefe Mitternacht? Ich schlief, aus tiefem Traum bin ich erwacht. Die Welt ist tief und tiefer als der Tag gedacht. Tief ist ihr Weh, Lust, tiefer noch als Herzeleid. Weh spricht, vergeh, doch alle Lust will Ewigkeit, will tiefe, tiefe Ewigkeit. Im Hinblick auf den Existenzialismus ist die Botschaft des Gedichts, dass der Mensch selbst für sein Leben verantwortlich ist. Er muss selbst entscheiden, was für ihn wichtig ist und was er mit seinem Leben erreichen möchte. Es gibt keine vorgegebenen Antworten oder Wahrheiten. Der Mensch muss sein eigenes Leben gestalten. Mitte des 20. Jahrhunderts erlebte der Existenzialismus seine Blütezeit. Pioniere dieser Strömung waren französische Philosophen wie Jean-Paul Sartre und Albert Camus. Sie beschäftigten sich mit den Absurditäten des Lebens und den existenziellen Ängsten des Menschen. Sartre, eine Schlüsselfigur des Existenzialismus, argumentierte, dass Existenz der Essenz vorausgeht. Dies bedeutet, dass wir für die Definition unserer eigenen Existenz verantwortlich sind. Camus hingegen sah das Leben als einen sinnlosen Kampf, als einen Kampf um die Suche nach Bedeutung trotz der innewohnenden Absurdität. Sein Satz, der Kampf selbst reicht aus, um das Herz eines Mannes zu erfüllen, fasst diesen Gedanken zusammen. Der Existenzialismus überträgt die Verantwortung für Sinn und Zweck somit auf das Individuum und sieht jeden Menschen als Architekten seiner eigenen Existenz. Er erkennt die Freiheit an. Sinn zu schaffen, unterstreicht aber auch die potenzielle Verzweiflung, die mit dieser Freiheit einhergeht. Der Existenzialismus legt die Verantwortung für Sinn und Zweck also eindeutig auf das Individuum. Er behauptet, dass jeder Mensch frei ist, seine eigene Existenz zu definieren,
Aber er erkennt auch die Angst und Verzweiflung an, die aus dieser Freiheit entstehen können. Sartre war eine der zentralen Figuren des Existenzialismus. Er argumentierte, dass Existenz der Essenz vorausgeht. Dies bedeutet, dass wir für die Definition unserer eigenen Existenz verantwortlich sind. Wir sind nicht dazu bestimmt, ein bestimmtes Leben zu führen. Wir können uns frei für das entscheiden, was wir sein möchten. Wir müssen uns selbst erschaffen und einen Sinn für unser Leben finden. Das ist eine große Verantwortung, die auch Angst und Verzweiflung hervorrufen kann. Camus war ein weiterer wichtiger Vertreter des Existenzialismus. Er sah das Leben als einen sinnlosen Kampf. Wir sind in einer Welt geboren, die sinnlos und absurd ist. Wir müssen uns dennoch für das Leben entscheiden und einen Sinn für unsere Existenz finden. Camus glaubte, dass wir diese Herausforderung meistern können, indem wir uns dem Leben mit Mut und Würde stellen. Wir sollten uns nicht von der Absurdität des Lebens entmutigen lassen. Der Existenzialismus ist eine komplexe und vielschichtige philosophische Strömung. Er hat einen tiefgreifenden Einfluss auf die moderne Kultur und Gesellschaft gehabt. Der Existenzialismus lehrt uns, dass wir für unser Leben verantwortlich sind. Wir müssen uns selbst erschaffen und einen Sinn für unser Leben finden. Das ist eine große Herausforderung, aber es ist auch eine Chance, ein erfülltes und bedeutungsvolles Leben zu führen. Die Freiheit ist ein zentraler Begriff im Existenzialismus. Sie ist die Voraussetzung dafür, dass der Mensch sein eigenes Leben leben kann. Der Mensch ist nicht dazu bestimmt, ein bestimmtes Leben zu führen. Er kann sich frei für das entscheiden, was er sein möchte. Stell dir vor, du stehst vor einer wichtigen Entscheidung. Du musst dich entscheiden, ob du einen neuen Job annehmen sollst oder nicht. Du hast verschiedene Möglichkeiten und musst dich für eine entscheiden. Du kannst dich nicht auf deine Natur oder deine Umwelt verlassen, um diese Entscheidung zu treffen. Du musst sie selbst treffen.